So, dann mach jetzt den Streamer an. So, mal gucken, ob das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was ist hier los? Oh. Moin, was geht auf jeden Fall? Willkommen im Stream. So, da muss ich mich muten. Oh mein Gott, der Hype ist so real, Jungs. Ja, ich hau sofort den Twitch-Link rein. Beziehungsweise ich schicke euch einfach die Seite, ich hau mal die Seite von Charlie rein. So. Der Link kommt sofort. Da habt ihr dann die Auswahl. Oh, das ist der falsche Link. Jetzt ist der richtige. Da habt ihr die Auswahl, ob ihr jetzt auf Twitch geht oder auf YouTube. Gibt beides hier. Ah, die Quali ist auf Twitch besser. So, was geht? Seid ihr alle hyped? Miss Aim, Bot, Okan, Kesa, Legend Plays, Morexi, FNA, Ventix, 6072, Bloodstriker. Auf jeden Fall, fühlt euch gegrüßt, mal was geht. Insane FX, was geht? Der Hype ist unnormal da, Jungs. So, wir sind jetzt gerade auf der Seite von Charlie Intel. Jungs, der Stream geht erst in einer halben Stunde los, aber ich habe mir so gedacht, in der Zeit lesen wir einfach mal ein bisschen. Vielleicht wird ja noch was getweetet hier in der Zeit. Gucken wir einfach mal ein bisschen, was die Leute so posten hier. Habt ihr das schon gesehen? Es gibt die ersten Bilder übrigens zu BO4 und die sind 100% echt. Also, das ist jetzt ein Poster von COD. Ich weiß nicht, ob ihr... Helikopter. Aber ich muss auch mal Ton hören. Scheiße, nicht, dass es irgendwie Fakt ist. Ich hab noch gar nicht dran gedacht. Okay, nö, gut eigentlich. So, auf jeden Fall haben wir hier das Bild. Wir können hier tatsächlich, was mich echt gewundert hat, wir sehen die Spezialisten, also bin ich auf jeden Fall der Meinung, weil hier dieses Bild, das zeige ich euch gleich nochmal besser. Das hier ist doch 100% Seraph aus Black Ops 3. Achso, hier nebenbei läuft nach der, wie gesagt, die Musik von dem Stream, nicht, dass ihr euch wundert. Ah, hier. Das ist 100% Seraph. Ich schwöre auf alles. Also, wenn das nicht Seraph ist, dann wer dann? Und wir sind der Meinung, dass... wir sind der Meinung, dass es einfach irgendwie die Vorgeschichte von Black Ops 3 erzählt, dieses Spiel. So, und dann sieht man direkt auf dem Bild noch was Krasses, und zwar, seht ihr das hier? Das ist ein Grappling Hook, ja? Und wofür sollte man einen Grappling Hook brauchen, wenn man Advanced Movement hat? Und es wird kein Advanced Movement geben. Wisst ihr, wie ich meine? Also ein Gefühl, ich hoffe, es wird auf jeden Fall Boots on the Ground. Ich meine, guckt euch die Leute mal an. Sie hat hier gar nichts Exomäßiges oder sonst was, ja. Wie gesagt, das hier mit dem Grappling Hook ist auch noch so eine Sache. Und das einzige, also mich hat dieses Bild tatsächlich sehr stark auch an Advanced Warfare erinnert, weil die standen doch bei Advanced Warfare genauso da. Achso, mein Kumpel ist übrigens auch noch hier im Hintergrund, falls ihr denn... Okay, der Stream hat keine Musik mehr. Warte, ich mach mal kurz meine Musik an. Ja. Auf jeden Fall. Und direkt auf dem Foto sehen wir halt irgendwie irgendjemand Neues. Den kennen wir noch nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Sieht auf jeden Fall ein bisschen chinesisch aus. Der hier hinten sind wir sehr stark der Meinung, dass das halt Firebreak ist. Das Bild machen doch das weg. Also wir sind der Meinung, das ist Firebreak. Alleine, ja, weiß nicht, ja, haben wir da nochmal ein besseres Bild von? Ja, hier. Man sieht halt so irgendwie diese Schläuche, diese Maske, keine Ahnung. Irgendwie wirkt das sehr stark so, als wäre es Firebreak. So, und dann ist uns direkt noch was aufgefallen. Und zwar seht ihr das hier, ne? Und
das ist ja schon irgendwie so eine kleine Andeutung, dass es wieder diese geilen Feuerpatronen gibt, wisst ihr, ich meine. Ich hoffe da tatsächlich nicht drauf, weil diese Feuerpatronen aus BW2 waren ein absoluter Cancer. Ich finde es kacke, wenn Bruder und Ghost. Also es wird ziemlich safe, glaube ich, Spezialisten geben. Also so wie das hier gerade aussieht, wird es, glaube ich, echt Spezialisten geben. Vielleicht wieder mit anderen Fähigkeiten, vielleicht ein bisschen weniger, wer ist das, Advanced halt, wie in Black Ops 3. Aber ich glaube wirklich, dass es wieder Spezialisten gibt. Auf jeden Fall hier, es wird safe diese Feuer-Shotgun wiedergeben. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, ne? Aber ich glaube, es wird sie wieder geben. So, dann sehen wir direkt, was seht ihr noch auf dem Bild? Also hier haben wir zum Beispiel, wir sind sehr, also es wird sie nicht sein, aber die sieht, hier wieder Musik, die sieht 1:1 aus wie die Remington aus Ghost. Ohne Scheiß, sieht echt so stark so aus. Dann haben wir hier, hat sie noch ihren Revolver. Seraph hatte ja auch, diesen Special Revolver, ne? Der diese One-Clicks macht. Der war echt mega stark eigentlich, wenn man damit aimen konnte. Wie gesagt, hier, keine Ahnung, das kann sonst was sein. Sieht aber aus wie eine MP, die hat ein relativ kleines Magazin und einen Schalldämpfer. Das sieht man hier auch schon. Das heißt, es wird auf jeden Fall den Schalldämpfer ausrüstbar geben, nicht wie in BB2 am Anfang. Das war ja der größte Scheiß überhaupt, dass man nur auf spezielle und auf SMGs Schalldämpfer machen konnte. Das haben sie jetzt dann mittlerweile geändert. Mittlerweile kann man ja auf alles machen sozusagen. Aber ja, das ist so das Bild. So, das Bild gibt es noch. Hier sieht man halt, das ist meiner Meinung nach der Tempest. Sieht halt wirklich so aus, wie der Tempest. Ja genau, Sense würde passen, Kinetik kann man auch, Revolver, das würde halt alles noch so in die Zeit passen. Also ich calle, dass das Spiel so ungefähr 2050 spielen wird. Und also so ungefähr, welches Jahr spielt Black Ops 3? 2065, ne? Also so ungefähr 2050 wird es, denke ich mal, spielen. Nicht, also es wird eher an Black Ops 3 spielen als an Black Ops 2. Das ist so das würde ich, glaube ich, so unterschreiben. So, der hier, der einzige, der auf ihn passt, ist Ruin aus Black Ops 3. Also Ruin. Und das ist ja auch Battery. Das sieht man halt wirklich, dass es Battery ist. Also, es wird auf jeden Fall vor Black Ops 3 spielen, da bin ich ziemlich stark der Meinung. Also, Black Ops 3 spielt, wie gesagt, 2065 und deswegen wird alles davor auf jeden Fall und nach, genau, guck mal, der Pro Arts hat es auf jeden Fall erkannt, weil in Black Ops 3 wurde ja die Map, weißt du, Standout, nee, nicht, Fringe wurde ja remastered sozusagen, zu einer Map, wo sie noch heil war und das spielte genau 2049. Und ja, das ist eigentlich so, also genau, ich sag 2050 oder 2049. Risk Bike, was geht? Willkommen im Stream. Jungs, der Hype. Gucken einfach, hier haben wir den Timer noch. Alles klar. Noch 19 Minuten, also noch 20 Minuten. Hier. Nee, hier. Ist das hinter der Frau... Was? Ist das hinter der Frau sprinten? The Best. Moin, was gilt? Willkommen im Stream. Hey, was meinst du damit? Achso, schnell springen und Double-Punkte würde auch passen. Achso, ja genau. Das würde halt wirklich... Das könnte man auch machen. Doppelpunkte waren mega nice. Das war von Seraph der Move. Der war auch mega stark eigentlich. Wenn du dann einmal so seine Szene hattest, dann hast du auf jeden Fall ordentlich reinrasiert. So, und bei dem Charakter sind wir uns einfach nicht sicher, aber den gibt es doch nicht in Black Ops 3, oder? Oder erinnert der euch an irgendjemanden? Ich glaube nämlich nicht. Gibt es den Stream auf Twitch, also auf, von COD? Ja, gibt es. Ich schicke euch jetzt einmal... Das ist die Seite von Charlie Intel und der hat da beide Links, einmal zum YouTube-Link und einmal zum Twitch-Link. Wir werden den aber natürlich hier zusammen schauen, das ist ja wohl klar. Wir werden ihn hier schauen auf Twitch, weil auf Twitch ist die Quali besser und meistens ist es auch weniger verzögert. Ja. Wie gesagt, dieser Typ erinnert mich halt einfach an niemanden. Wir können halt einfach sehen, dass er hat keine Exo-Movements an, er hat einfach nur Advanced Ausrüstung halt so. Aber das könnte ja militärisch schon, also ist ja relativ nah, was er hat. Das sieht auf jeden Fall echt aus wie eine MP, keine Ahnung.
Die Ripper hatte so einen Griff vorne, ne? So einen geschlossenen Griff. Ja, keine Ahnung. Mit BO4 ähnlich wie BO2, ja, ich hoffe es tatsächlich. Aber sie meinten ja, also prinzipiell sagten sie aber, wir sollen vergessen, was wir wissen über COD. Also entweder hauen sie was komplett Neues raus, was ich nicht glaube. Beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass sie wirklich einen, wie heißt das, Battle Royale Modus machen. Das glaube ich tatsächlich, dass das kommt. Und ja, also wenn es in eine COD-Richtung geht, dann hoffentlich in Black Ops 2. Also mir wird das schon sehr viel bringen, wenn das alleine ja schon Dings wäre, hier Boots on the Ground. Stellt euch mal, also ich bin ja sowieso ein Fan von Boots on the Ground. Jeder eigentlich. Aber es gibt ja mittlerweile auch viele, die Advanced Movement gerne mögen, wisst ihr, wie ich meine? Aber stell euch mal Black Ops 3 mit Boots on the Ground Movement vor und halt perfekt optimiert für das Spiel. Das wird doch mega geil. Okay, ja, Musik ein bisschen leiser, tut mir leid. Ja, moin, ich fange jetzt mal ein Schnitt an. Das muss auf jeden Fall mal wieder weg. Piss dich. Gott sei Dank macht die CPU das mit, dass sie das einfach startet und nicht jetzt den ganzen Stream abscheißen lässt. Piss dich. So. Ich glaube, Battle Royale wäre nicht so geil. Also, an sich ist Battle Royale ja echt cool. So, und wenn Battle Royale so funktioniert mit dem, wie heißt das? Mit der Engine von COD, dann wäre es, glaube ich, mega gut. Weil die Engine von allen anderen Spielen. Fortnite ist nicht so jedermanns Sache. PUBG ist echt mager, die Engine. Und von COD ist sie halt echt immer gut. Man schießt halt dahin, wo man hinschießen will. Nicht wie bei allen anderen Spielen, wisst ihr, ich meine. In Fortnite schießt man sonst so hin, muss 20.000 Kugeln schießen, bevor man irgendwas trifft. Bei PUBG ist das mit dem Drop der Kugel und so eine Scheiße. Und COD macht es als einziges Spiel richtig. Ich bin aber auch tatsächlich... Ich möchte einen Battle Royale Modus als zusätzlichen Modus haben und nicht als Battle Royale Main. Ja. Ich möchte nicht, dass auf einmal nur noch Battle Royale gespielt wird und dann kein normales COD mehr. Das wäre auch scheiße. Sorry, ich habe gerade nicht gelesen. Das ist der Bogenschütze. Warte, wer war denn der Bogenschütze? Das war eine Frau oder Ja, stimmt, das war doch eine Frau, das war doch Auto. Ja, wahrscheinlich. Oh. Und bei Infinite COD. Ja, das nächste wird auf jeden Fall auch in Richtung MW4 gehen, da glaube ich auch. Ja. Die machen kein Battle Royale, wenn sie es schon, dann kann man keine Gameplays machen. Doch, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie Battle Royale machen. Alleine schon aus dem Grund, da es mega im Hype ist momentan. Ist ja auch alles, verstehe ich ja auch, dass es im Hype ist. An sich ist Battle Royale cool, aber halt, ich will halt trotzdem COD haben und kein Battle Royale. Es gibt keine Kampagne, vielleicht Zombie. Genau, also das ist. Soll ja keine Kampagne geben, das werden wir jetzt gleich. Warte mal, es soll keine Kampagne geben und wir gucken uns gleich den Kampagnen-Trailer an. Kann ja irgendwas nicht stimmen. Also normal war es bei den alten CODs immer so, es kam erst der Kampagnen-Trailer und dann ein bisschen später zur E3, zur Gamescom kam der Multiplayer-Trailer. Ja, aber das Spiel kommt auch einen Monat schon vor. Ja. Und da es keine Story gibt, muss das jetzt ja normaler Reveal sein vom Spiel. Der war was angefangen. Ja, na gut. Also wir werden auf jeden Fall jetzt Gameplay sehen heute. Wir werden sehen, worum es überhaupt geht. Wir werden sehen, wie es einfach funktioniert. Wir werden heute eigentlich alles Grundlegende sehen, was wir erstmal wissen müssen. Zusätzlich den Battle Royale Modus wäre ich auch einverstanden, aber hoffentlich den Hauptmodus. Richtig, genauso soll es sein. Nach und was geht? Lara Hoffmann, moin, das geht. Willkommen im Stream. Sind halt alles Gerüchte, werden wir gleich sehen. Ja. Der dauert, warte, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Hä, wieso komme ich denn immer wieder? Ach so, das switcht die ganze Zeit hier durch. Noch 13 Minuten und dann geht's los. Sieht man hier schon was? Ne. 42.000 Leute warten da drauf. Junge. Ja, wir gucken nochmal, wird noch irgendwas gepostet?
Ja, der Stream ist activated. Gucken, sehen wir irgendeinen YouTuber hier auf dem Bild. Weil die dürfen ja alle zu diesem Event fahren. Aber ich bezweifle, dass wir da einen sehen. Ne. Ich glaube nicht. Hello there. Was haben wir hier noch? Das wäre echt lustig, wenn man irgendwie YouTuber hier sieht. Genau, das hier ist ja noch ein Bild vom Zombie-Modus. Ich bin nicht so in dem Zombie-Modus drin, dass ich irgendwie da jetzt was draus lesen könnte. Ich sehe halt hier irgendeine Zombie-Hand und irgendeine Maske und ja, das wäre auch das Einzige, was ich daraus lesen kann. Aber ich interessiere mich tatsächlich auch nicht so für den Zombie-Modus. Auf jeden Fall wissen wir, dass wieder einer kommen wird. Das könnte auch mit der Maske... Ach, du meinst Spectre, ne? Ja, stimmt. Spectre könnte das auch sein, der Chinese. Das ist so lustig einfach. Like ist da, danke dir auf jeden Fall. Heptik hat den Link auf Insta gepostet. Der vom deutschen Stream. Ja, genau, das kann ja ruhig sein. Aber wir gucken jetzt einfach, wir gucken den Stream, den Charlie hinter dir hat, es gibt nachher das deutsche Video, aber es gibt nur einen original englischen Stream. Wenn das nachher fertig ist, also wenn der Stream vorbei ist, dann werden die Videos hochgeladen und dann können wir uns das deutsche Video auch nochmal anschauen. So war das eigentlich immer bisher. Auf jeden Fall das mit der Maske lege ich halt auch nicht so hundertprozentig. Oh, hier ist ja noch, ach nee, das ist Seraph. Ich dachte, das wird noch ein Bild. Genau, das ist Spectre, Alter. Ich sag, das ist Spectre. Guck mal, da hat schon so viel Technik an. Und da hat sie einfach zusammen Anzug gemacht. Genau, und das verwundert uns wirklich. Warum? Also 12. Oktober, sonst kam das Spiel immer im November. COD. 12. Das wäre halt einfach einen Monat früher, das wäre mega geil. Was passiert, wenn ich dir 100 Euro spende? Ja, dann spendest du mir 100 Euro. Song im Background. Es ist Addicted von... Ich halte es kurz rein. Ich schreibe das mal. Ja, das habe ich jetzt leider hier... Addicted heißt es. Wenn ich das Geld hätte. Ja, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich auch ein bisschen was spenden. Auf jeden Fall. Hier haben wir noch ein paar Bilder. Aber das ist nicht so interessant. Ja, das ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Auf jeden Fall, das Interessante ist wirklich momentan, was werden wir jetzt gleich sehen? Noch 10 Minuten. 10 Minuten. Also wir einigen uns darauf, das ist jetzt Spectre. Junge, der Trailer soll ehrlich kommen, ich halte es auch nicht mehr aus. Ich brauche was zu trinken. Kein Monster. Ich hatte heute Bock auf Pizza, aber ich brauche Geld. Junge, der Monat ist noch nicht mal mehr, doch, er ist schon halb rum. Aber es wird Zeit fürs Gehalt. Sonst kann ich mir nicht. So, morgen. So, wir gehen ja morgen dann ganz entspannt so zum Geburtstag, ne? Ohne irgendwas vorzubereiten, so wie man es kennt. Das ist doch dein Bruder. Ignoriere mich nicht, du Affe. Es ist noch hell, also solltest du meine Nachricht gesehen haben. Halt die Fresse. Er ist schwarz. Deswegen. Lol. Ja, so, dein Kommentar hat er eben einfach so weggekeyt von alleine. Was ist denn in 10 Minuten? In 10 Minuten kommt der Trailer zu Black Ops 4. Darauf warten wir jetzt ja alle gespannt. So. Guck mal, AW-Cover an, genau, das können wir wirklich mal machen. AW Advanced Alter. Warfare. So sind wir komplett eben gerade. Die hatten doch auch so ein Bild. Mann, da wo die... Kann man das denn... Background war das, glaube ich. Genau. Hier, das Bild ist es. Ja, nehmen wir einfach mal das. Und das. Wie mache ich das denn jetzt am klügsten hier? Also, ja, man sieht auf jeden Fall, dass das fehlt ja halt bei der Person hier.
Exo-Ding ist halt einfach nicht da. Hier haben wir zum Beispiel schon, dass man sieht, ja, BO4 Beta ist da, das bezweifle ich. Guck mal, hier leuchtet schon das Magazin, das hast du halt hier nicht. Das sieht aber allgemein mehr, obwohl hier sieht man auch so die zerstörten Sachen im Hintergrund, ne? Ah. Aber ohne Witz, also seitdem ist ja relativ wenig gute CODs kamen in den letzten 2 Jahren. Also Infinite Warfare fand ich übel scheiße und WW2 fand ich auch nicht gut. Wird es halt, muss ich halt sagen, dass Advanced Warfare wirklich gar nicht mal so schlechte Waffen hatte eigentlich. So bin Jim Haus, jo, hau rein, Diggi. Handygamerin, was geht, willkommen. Wenn es aber extra wird, kann es sein, dass es gut wird, weil es schließlich Track ist. Track macht nur gute CODs. Also wenn sie einen scheiß COD machen, dann das sagen die doch jedes Jahr, wenn es dieses COD scheiße wird, dann zocken wir kein COD. Gut, machen wir ja auch nicht. Ja. Das letzte COD, was wir gezockt haben, war Black Ops 2. Ja, weil wir eine Sache ausprobiert, weil wir uns die Map angeguckt haben. Oh ja, das. Muss leider weg, wünsche dir noch einen schönen Abend, danke dir. Wer kann denn jetzt weggehen, Alter? Das sind noch 6 Minuten, 7 Minuten. Okay, hier haben wir den richtigen Timer. Dann gucken wir uns jetzt den Timer an. So, ich schließe mal die ganzen Bilder. Zack. Komm, gehen einfach mal ein Vollbild. Läuft jetzt schon krasse Mucke? Naja, lassen wir mal die Musik laufen. 67.000 Leute gucken zu. Sagt auf jeden Fall euren Freunden noch Bescheid, falls die das nicht ihnen das nicht entgehen sollte. IW seht, Alter. IW hat auch nichts damit zu tun, das stimmt. Boundless hyped, auf jeden Fall, ich bin ultra hyped. Das ist tatsächlich immer eine Zeit mit der E3, wo ich mich immer am meisten freue, weil ich finde diese Recherche zu den CODs immer mega gut und macht immer mega Spaß, sich im Vorhinein immer so mit dem Thema zu befassen. BO3 war jetzt nicht geil. BO3 war aber, doch, es war schon nicht schlecht. Es war schon, gehört schon zu den guten CODs tatsächlich. Geh callofduty.de, das ist der Stream von Dings. Und callofduty.de bin ich hier. Aber wir wollen jetzt Stream jetzt hier gucken. Let's go. In AW war Auto-Aim so krass. In AW war vor allen Dingen das Matchmaking übel shit, Alter. Wenn du da eine gute KD hast, hattest du auch automatisch immer gegen gute Leute gezockt. BO2 Scrims oder was? Wie alt bist du? Ich bin 18. IW war das Movement besser als bei DO3? War das Movement da besser? Weiß ich nicht. Nee, also ich fand halt IW richtig scheiße. Das hat sich einfach so richtig billig angefühlt. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr habt so gespielt und habt das Gefühl gehabt, ihr habt ein Free-to-Play-Spiel gezockt. Hype Easter auf jeden Fall. Aber die Farben und so haben alles gefickt. Keine gute Laune gemacht. Welches Spiel jetzt? Alles, wo man fliegen kann, ist einfach kacke, das stimmt. Also echt, also wie gesagt, ich sag, das wird Black Ops 3 mit Boots on the Ground Movement. Einfach dieselben Maps, deswegen ist es auch schon so früh fertig. Die haben einfach hier wie auf Fringe die Map remastert. Einfach alle Maps remastert und das Movement rausgenommen, das ist dann das neue Spiel. Ja, jetzt spiele ich BO4 in 4 Minuten. Digga, seit BO3 gibt es keine guten CODs mehr. Richtig, deswegen muss BO4 jetzt reinscheppern. Ich brauche ja irgendein Spiel, das mich in dem Winter tagelang drin hält. This is Happy, moin, was geht? 5 Minuten, richtig. Ja, das ist immer das Problem. Ich sag, das wird BO2. Hoffen wir es tatsächlich. Hoffentlich. Ich bin so gespannt, was wir da... Ich werde heute Nacht auch noch ein Video machen, was wir alles für Waffen gesehen haben, und das werde ich hardcore analysieren. Ach, sowas habe ich hier. Das wird dann aber erst morgen kommen. Ja. Ach Jungs, ich bin hyped. 4 Minuten noch. Läuft hier für krasse Mucke. Okay, dramatische Musik.
Warte mal, ich mache meine Musik aus. Müsst mal sagen, ist das laut genug her vom Ton her? Müsst ihr jetzt mal kurz sagen, ob das laut genug ist. Oder ob das noch lauter muss. Was geht? Was geht? So. Wir machen aber die Musik noch wieder an. Ach, scheiße. So. COD-Beef ist einfach einem klassischen COD rückzuführen. Braucht kein neues Zeug. Richtig, das braucht man einfach nicht. Okay, so ist angenehm, sehr gut. Hi, Jon, was geht? Salbentube. Lautstärke ist okay. Ja gut, dann machen wir das gleich so. My Scar Age, was geht? Reagier auf Reezy Hyper? Nee. Oh, noch 3 Minuten. Mit der Zeit verbringe ich damit, eine Tastatur zu drücken. Eine mechanische. Spaß. Ja, Lukas. Freust du dich, Lukas? Das Ding ist, was für Waffen holst du dir? Was soll ich für Waffen holen? Also wenn mich das Ding jetzt flasht und die Beta geil wird, dann wird das tatsächlich ein Spiel sein, wo ich mir wieder mal so eine, also die Version hole, wo alles drin ist. Weil COD ohne den Season Pass und das bockt einfach nicht. Wenn man die ganzen Waffen und Goodies nicht kriegt, das bockt einfach nicht. Ja, das werden wir jetzt ja sehen. Vielleicht gibt es ja richtig. Das Ding ist, ich habe Black Ops 3 so viel gespielt, ne? Also, wie viele Tage habe ich? 25, 30 Tage? Und ich habe trotzdem die 1,94 nicht gezogen, obwohl ich so viele Kisten und alles geöffnet habe und diese ganzen Aufträge gemacht habe. So eine Blamage. Oh mein Gott, er weiß, dass ich den Razer Schlüsselanhänger habe. Er ist, du bist der beste, Paddy. Er hat 2. Ja moin. Das ist der beste Schlüsselanhänger, den es gibt. Ja. Achso, ich dachte gerade, ist mein Stream offline? Nein. Wien macht einfach weiter, obwohl die alle fast weg sind, noch 2 Leute. Okay. Ja, wir wollen aber nicht auf Deutsch übersetzt sehen. Dann kommt da irgend so eine Tuss und die redet in 2 Minuten hinterher. Das ist doch scheiße. Noch 1 Minute 10. Ich hab BO3 einfach 2 Spieltage, die Fresse. Ist das die Beta? Nein, das ist gleich der Reveal. Oh mein Gott, okay, jetzt machen die Musik aus. Jetzt gönnen wir uns die volle Dröhnung hier. Okay. Seid ihr ready, Jungs? Jetzt geht's los. 42 Zuschauer, let's go. Was das Reveal? Jetzt wird Black Ops 4 vorgestellt, Jungs. Ah! Ich muss was trinken. Mal kurz. Danke. Der Hype, schreibt einmal Hype in den Chat. Hype in den Chat. Noch 30 Sekunden. Was ist? Das wäre geil. Nein, das ist orange. Hype, 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 Hype. Oh mein Gott, noch 10 Sekunden. 7. Die rufen das gerade irgendwie. Okay, es geht los, es geht los! Das hat wirklich was mit Black Ops 3 und Black Ops 2. Oh mein Gott. Like the CIA says. Es ist ein Remastered aus allen Spielen, ich sag mal. They'll always need men like us. Those who are willing to do.
others cannot. We need to fight back. Let's hunt. Watch and learn, brothers. Trailers. Multiplayer-Trailer. Ja, das ist ein Trailer. Jetzt kommt Black Ops 4. Zeig uns, was es ist! Oh mein Gott, die müssen Schweine! Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen erzählen. Hello everyone! Hello! And welcome to the community reveal of Call of Duty Black Ops 4. On behalf of Activision, Treyarch, and the entire Call of Duty Black Ops 4 team, it's great to be here with you. Thank you all so much for joining us. Listen, we want to start where it matters the most, with you, our players. Black Ops has been a nearly 10-year journey, and you have been there every step of the way with us. So I want to thank you all for your support and your trust throughout. Thank you. Now that trust has allowed us to take a lot of risks over the years, and that support has allowed us to grow Black Ops in some new ways. Now you've come with us on this crazy and insanely fun and sometimes mind-bending ride. Zeig uns das neue Spiel, verdammte Scheiße. Brand Easter egg called Zombies. Zombies. Wie kann man so krass into a full-blown phenomena, to introducing you to twisted stories and unforgettable characters you played and that you played with, to bringing you new ways to play, compete, and watch multiplayer. Throughout this journey, Treyarch has never shied away from introducing something new or unexpected to Call of Duty and breaking with convention if we thought you would have fun with it. And that tradition continues yet again. Black Ops 4 is a living example of what we do best as a studio. We set the bar high, we challenge our assumptions, and we take nothing for granted. And we rethink everything about how we make games, which leads us to today. Black Ops 4 is a game that gives you more ways to have fun with your friends than anything that we have ever created. It's the deepest, most replayable game in our history. Now let's face it, that's saying something, because you guys have played the hell out of Black Ops series. We're inspired by your passion for playing our games together, online, for months, even years. And today is where we begin to break it all down for you. This is a special day for us, and one we've looked forward to for a long time. And as you can imagine, we got a lot to share. So we're going to show you more at this reveal than we ever have. This isn't business as usual, guys. This isn't business as usual. And that starts now with how we're approaching Black Ops 4 multiplayer universe. And who better to do that than Dan Bunting and Lord Vonderhaar. I didn't think you'd say it. Oh, wait. Guck mal, da ist er. David, what are you doing? I gotta update my Twitter name to Lord Vonderhaar. And done.
We gotta do the show, man. Oh, shit. All right. Thank you, everyone, for coming today. We are here so excited to tell you, finally, about this game that the team at Treyarch has been working on for the past few years. And for those of you who have not been with us for one of our past multiplayer reveals, we are going deep today. Before we tell you all about Black Ops 4 multiplayer, which is set in a narrative world between Black Ops 2 and Black Ops 3, Oh mein Gott. we're just going to show it to you. Jetzt wollt ihr uns erst BO3 zeigen, wollen die uns Knock verarschen? yourself out. All right. Here is the worldwide reveal trailer for Call of Duty Black Ops 4 multiplayer. Jetzt kommt der Review-Trailer. Black Ops, weapons free. Let's do it live. Guess who's back? It ain't a fucking question. They know the name out when the bridges up Okay. What you heard is trying to murder you. Das ist Overwatch, ach du Scheiße. Das ist genau wie Black Ops 3. You are now not in the presence of nice guys. Bravo Was gibt's secured. denn? Pushing, on me. Das ist einfach echt Black Ops 3. Oh mein Gott. Enemy strike team deploying. Aber nicht so eine Ground Building barricade. Wahrscheinlich kann man sich einfach mal so zwischendrin mal geladen oder was? Gunship overhead. Bring down the head. Copy that, 113. One shot if you ain't ready to die. Never get it up. I got shooters for hire. Cause you don't want it. Marking targets. Better back to back. I'm done, so I ain't trying. Sensor going live. Das wirkt halt 1 Black Ops mit. Keine Action. Heels coming. So eine Ground Game. Eat this! Einfach sogar derselben Flamme. Siehst du, das Bild war real. Ich wusste es. Es ist halt wirklich auch cool. Das dauert I lost count. Feel that energy. I lost count of how many times you killed me in that video. So Black Ops 4 represents our most ambitious multiplayer to date. It delivers grounded combat, tight gunplay, an authentic military feel, and of course the fluid and responsive controls that you know and love, all wrapped in the most refined tactical team experience that we've ever delivered. It's a deeper and more rewarding experience that will be played for a long time to come. All right, Bondar. let's just get something out of the way. Are you guys ready? Can you thrust jump? Can you wall run? Can you confirm we are 100% boots on the ground? Wow. Look, as we know, you love the fluid feel of Black Ops 3 combat, so the question that we always start with is, how do you create a more grounded and tactical experience, but do it without slowing down the player? So that's pretty easy, right? We didn't stop believing in guns up. So in Black Ops 4, will you still move and interact with the world in a really fast and fluid way? And you can still keep your gun up while doing many of the other things in the game, like throwing grenades and using equipment, activating score streaks, and mantling. And what's better than doing all of those things while still being able to fire your gun? And it's doing this while firing your gun. Ruin returns, and this time he brought his special issue equipment, the grapple gun, that only he can equip and create a class. So Ruin is a specialist with those unique ability to close the gaps and get to the enemy faster. And the combos that you can pull off when you grapple to grab slam have been making the highlight reel inside the studio. And we can't wait to see just what you do with this. So specialists are back, both new
and some familiar, but totally reimagined. Es sind genau because each specialist brings special issue equipment that delivers unique capabilities to your team to reinforce the tactical gameplay without slowing down the player. And you'll hear about many of them throughout the discussion. Alter, vielleicht gibt's ein paar mehr But Spezialisten. you would be fooling yourself if you thought that they were the main characters of this show. That's right, because Black Ops is and always has been first and foremost about weapons and the gameplay around them. So weapons. No different with Black Ops 4. Is this Black Ops 2? However, with Black Ops 4, we've made more improvements to gun systems than literally the entirety of Black Ops 1, 2, and 3 combined. This just shows how serious we are about weapon systems at Treyarch. We've designed each weapon as though it's a character in and of itself, which means that we pay attention to every single detail. Hot barrels are going to ooze smoke. Muzzle flashes are going to burst and light up the room. Bullet impacts are massive and they connect the player with the game world around them. And weapons for the first time have real 3D tracers, which both look and feel incredibly awesome, but they also serve a gameplay purpose because they let you know where the gunfire is coming from. And animations have been overhauled to make that feel that you know and love that much more responsive. Bullets will actually deplete as you expend the magazine, but that's just the start. This is a small example of the details that we pay attention to our weapons. On the design front, Black Ops 4 is going to break with tradition by giving each weapon its own set of attachments. Now in the past, attachment sets were shared across weapon classes. But this is important to us because unique attachments are all about making the gameplay of weapons and makes seht ihr das? Die Kugeln ändern sich. Man kann wohl wieder 1000 Variationen ziehen in dem Magazin. We're also bringing a new category of attachment this game. It's called operator mods. Operator mods is the ultimate expression of the gun's profile. It's going to expand its capabilities in ways that go beyond that core functionality. Oh Mann, ich würde so... Ich muss das laying down some heavy suppression fire. That suppressive effect is only capable of its operator mod. It's going to distort and disorient the enemy on the other side of it. Wie heißt die Waffe? I'm excited to say that weapons are further defined by another first in franchise history today. I'm here to tell you, Black Ops 4 will be the first game in our history to use a true predictive recoil pattern system. This allows you to constantly make micro-adjustments while aiming and shooting. This means that the gameplay of each weapon is learnable. There's a path to mastery that is rewarding for new players and veterans alike. This is by far our biggest investment in the weapons platform and combat systems that we've made to give you the most rewarding and visceral experience by pushing the state of the art on weapons visuals, animations, and sound effects. Weapons and health are two sides of the same coin, and you can't change one without affecting the other. And Black Ops 4 adds some tactical depth through a change in the healing mechanic. Healing is no longer automatic. Now players manually trigger their healing process with a dedicated button, and that becomes as central to your gameplay loop as reloading the weapon after a firefight. And we like this change because it creates a tactical decision point that simply didn't exist before. So you can disengage from combat and heal up, or you can rush an unsuspecting opponent who may be healing herself. And these changes create a more tactical pace to the game, where instead of simply losing to the person who shoots first, you can actually survive a gunfight with smart maneuvering. And this means you spend more time in the part of the game that's the most fun, which is the combat. So aggressive players still feel rewarded for being aggressive. And tactical players can actually choose when to disengage and look for a better opportunity to strike. Our journey into the health mechanics has evolved and doesn't end just here. Let me introduce you to Crash. And Crash is a medic. And this means when his ability is ready to use, he can actually restore and give bonus health to players for a limited time. And Crash is just more than a medic. He also distributes a salt pack, which resupplies team. And no doubt the folks at home are already breaking down that MP trailer, and they've already figured out what this one's like. So we've taken a completely fresh look at the health mechanics of a Black Ops multiplayer game to insert tactical decisions and some much needed pacing into that gameplay loop. So far we've talked about some really fundamental building blocks of what multiplayer and what makes it awesome. You got movement, weapons, health systems. We're going to take it up a level to situational awareness. Situational awareness covers the gamut of what you see and hear in the game, from the minimap to the sounds that your footsteps make on different surfaces. We've experimented with all sorts of modifiers that have impacted this over the years, but in Black Ops 4 we embrace situational awareness as a fundamental feature to the game. We're introducing a new system called the Fog of War. And only the parts around the on the mini-map, the Fog of War reveals a radius around the player and his or her teammates.
As you'd expect, enemy players are going to reveal their positions when firing a weapon unless they're suppressed, and many of your favorite score streaks like UAVs and counter UAVs are still going to do what you expect them to do. But what the fog of war does, it creates more opportunities for teammates to communicate and work together for the win. Now I'm going to introduce you to another new specialist. His name is Recon. Recon is an expert in situational awareness. His special issue equipment is called the sensor dart. When he shoots the sensor dart into the world, it clears a large radius around it that both he and his teammates can see, and it helps you to locate enemies. He also has Vision Pulse, which makes a return from Black Ops 3, but this time around it's a little bit different. The whole team gets the benefit of it. So with effective usage, these mechanics together can be a clutch way to snag victory from the jaws of defeat. Situational awareness is as important to the gameplay loop as weapons, health, and movement. And as with the other fundamentals, we're giving you, the players, access to these tools to control your own gameplay loop. The flow of combat is how movement and weapons and health and situational awareness all come together in the head-to-head gameplay. Spawning, pathing, level design, all of these things impact that flow. You might remember Seraph. Okay. She has a TAC deploy. And this is a team-wide spawn beacon that allows Seraph to command offensive control over that flow of combat for a period of time. And this is Torque. Torque is the master of disrupting that flow. Because he can lay down razor wire and create deployable and improvised cover with his barricade. And one last one. Over the years, we've experimented with the idea of area denial in various ways. And in Black Ops 4, it's time to stop playing around. Firebreak makes his return and makes area denial a part of that gameplay loop. His special issue gear, the reactor core, allows him to do just that. And Firebreak can even trade his own health to extend the clock on that time. So we've combined the best designs in how level spawning and flow control work together to influence the gameplay loop. And then we place those tools not in our hands, but in the hands of you through the specialists. Aber das sind ja, ihr müsst dran denken, das sind genauso Specialist Activities. Zum Beispiel Stacheldraht kannst du nicht die ganze Zeit werfen, das ist auch so eine Fähigkeit, die sich auflädt wie Black Ops 3. And you, the community, have been with us every step of that way. Every game that we make is an opportunity for us to do better, to continue the dialogue that we have with you, and you know that we listen. You expect that commitment from us, and this is why we do what we do. So I think we've covered all the details. It's pretty much given away the secret recipe to our multiplayer experience. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sogar just one little thing. Just want to tease for our competitive community, and that is the return of League Play. League Play is a fan favorite, and we've combined the very best parts of it, and we're going to deliver it for all the players of Black Ops 4. As Mark mentioned in his opening remarks, we're doing some things a little bit differently this year, including how we tell stories in each mode throughout the game. Now we're delivering more narrative and character depth in multiplayer than ever before. And we're also going to give new and returning players the ability to learn and master each of these specialists in solo missions. These missions feature a series of fun and fast-paced trials that give a hands-on introduction to the new and returning specialists, while exploring the stories behind their identities and their backgrounds inside of a Black Ops narrative. Now, with each game, the Black Ops players have spent more and more time in multiplayer, and it's important to us that we go bigger on that experience and expand the narrative universe around it. Here is just a glimpse into that universe. Not bad. Not bad. 5 Monate noch. Was ist das? Das habe ich nicht zugehört. No one gives a fuck about you. Ist das Story? Gibt's doch eine Story? Sieht ja richtig mächtig aus, der Typ. You're a number. Sieht echt nach Story aus. Das ist auch kein Story-Game. A pawn in someone else's game. Na, das ist Story. They've been manipulating you. Watching you. Kann mir nicht vorstellen. Also irgendwie gerade kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Battle Royale ist. Exploiting you. And when they get what they want, they'll leave you for dead. So here's the deal. Alone, you can put up a fight. But together, you can start a war. Der Trailer von den Spezialisten.
Achso, das war einfach der Endtrailer sozusagen. Da haben die da halt alle Spezialisten verstanden. Ja, stimmt, das kannst du natürlich machen. So, und jetzt zeigen die Zombies noch. Wo mich Zombies halt null juckt. Ja, das ist Zombies. Ich weiß nur lustig, wie die Zombies schreien. Ja, das wäre schon wieder der Part, der mich nicht so interessiert. I think it's time for us to talk about zombies. Good morning, everyone! Especially all the zombies fans out there. We know who you are. Those of you who remember zombies as a bonus mode hidden in Call of Duty World at War have been with us from the beginning. You've watched as our undead have grown to become an essential part of the Black Ops experience. The story that we began a decade ago is as much a result of your work as it is ours. Zombies has always been about that shared journey, both for our characters and the tightly-knit teams and friends who joyfully compete to be amongst the first to uncover the mode's latest. Ich glaube, das wird echt gut, das Spiel. Just as with the rest of Black Ops 4, we've gone back to the drawing board on zombies, rethinking how we can give you more ways to have fun with your friends than anything we've made before. The zombies community has always been our North Star, which is why we took everything that you've taught us and put it on the table for discussion about where to go to next. 10 years after it all began, we're about to begin a brand new chapter in the zombie story right here, together. And we couldn't be more thrilled to reveal the details with those of you here in attendance and the many fans tuning in worldwide. Joining me to share more about this new adventure is Craig Houston, our lead writer. Hello. So, over the years, one of the key aspects that has driven the zombie storyline and fan interest is mystery. A sense that you're entering an unknown world where anything can happen. And when we say anything, we mean anything. You know, stuff like giant robots, mythical staffs, interdimensional time travel, and wee monkeys that explode when you throw them. Remember your training monkey? You'll be fine. Basically all the things that you zombie fans consider normal. We've explored many different time periods and a variety of fractured universes. Now's the perfect time to start fresh. And let the zombies community discover a whole new world together. Black Ops 4 marks the beginning of a brand new storyline, separate and distinct from the Ether story. A new world with new characters and new enemies. Drawing from history, both real and mythical. Black Ops 4 Zombies will introduce us to a new enemy, an ancient order, hell-bent on transforming the world to fulfill their nefarious agenda. Against them stand an eclectic group of all new player characters, unexpectedly thrust together by their shared experiences, with each one bringing their own colourful personality, skills, and unique perspective to the team. You know what? It's probably best if I just show you. This is 9. You are travelers. You come seeking answers. Hear my voice. Ja, dazu kann ich nichts sagen, weil mich das so null interessiert. Das ist mal ganz lustig, einfach rum zu zocken, das war's dann. Was not intended for mortal man. Breathe deeply. The power of the vapors will transport you. Let yourself fall through the ages, through time and space itself, and pray for your safe return. Ich bin gerade ehrlich deiner Meinung, Primes.
Oder die jetzt sagen, wenn das Spiel tatsächlich gut wird, dann sind sie die ersten Leute, die sagen, ah, das Spiel kann einfach mal wir müssen ein bisschen optimistisch sein. Wenn man das direkt schlecht redet, dann wird es auch alles. Das ist der neue Battle Royale-Modus ist. Was ist denn das? Das war's ja wieder komplett. Sowas macht für den Zombies mega. So, jetzt kommt noch der... Ah, nice. Bruno, Diego, and Shaw, our new cast. We know them, and we can't wait for you to get to know them too. Okay. A mysterious new world, sinister villains and engaging heroes, and a riveting story of chaos all forms just one half of the equation. It's the what we'll play. Now, let's talk about the how. How we'll play the game. During the development of Black Ops 4, we routinely ask ourselves the question, how do our fans like to play? Well, after taking down literally thousands of zombies, it turns out that you have earned the right to make up your own rules and play the game the way you want to play it. Also, ich bestätige euch hiermit, dass Black Ops 4 eine private Beta kriegt und die kriegt ihr durch evergreen mode for daily, weekly, monthly and yearly engagement. Aber man weiß noch nicht wann. Zombies also now boasts custom mutations, over 100 different customizable options that will allow you to play the game your way, changing the fundamental rules and systems of the gameplay experience. Things like zombie speed, health, trainability, type, player damage, magic box functionality, and much, much more. And since the zombies community loves to compete with each other, we're also introducing the Black Ops Authenticity Stamp System. This will give players a shareable code stating exactly what was achieved and with what options. As I'm sure you can imagine, this will help third-party high-score boards and other kind of custom competitions. Kann man die Beta dann auch kostenlos No one likes cheats, das steht da noch nicht. Also es gibt bisher ein Bild, wo halt Beta, On the subject of custom Private Beta competitions, steht. we're also introducing limited-time created challenges. Aber bei WW2 doch we're naming auch erst nur so, callings, which will regularly introduce new ways for you to play the game and set the stage for ongoing seasonal content and a few themed experience surprises as well along the way. And as we give our fans more power and ways to play, we're aware that zombies can sometimes be a little bit intimidating to new players, especially those who like to kick back on the couch and play solo. The good news is that Black Ops 4 Zombies will also include bot support, meaning you can enjoy the full narrative experience that comes with co-op. Not got a buddy to play with?
let our AI fight alongside you. Want to mix it up even more? We're introducing a new mode called Zombie Rush. A brand new mode simplifying the game experience to create a whole new tempo of gameplay. Perfect for welcoming people into the zombies universe. An enticing challenge for grizzled veterans alike. We're also reintroducing difficulty levels and an in-game tutorial to introduce players to the mode in a less stressful way. For those of you who also choose to have the path of most resistance, you can crank up that difficulty all the way up. Now, speaking of stress, we've already seen our 4 new heroes during an era of utter brutality, where no-holds-barred, winner-takes-all combat wasn't just the rule of law, but society's favorite form of entertainment. But zombie fans, wouldn't it be interesting to see them go somewhere nice, somewhere luxurious, somewhere they could have a good time? It is my pleasure to show you a glimpse of the second of our Day 1 zombie experiences. Welcome to Voyage of Despair. Lady McKendrick may be a higher class than you are used to mixing with. Ah, Bruno, my French friend. The lady will be so lost in my eyes and enthralled in my tales, she will not even notice when I make my move. Tick, tick, tick. Timing, as always, is everything. While you and Lady McBlahblah head off to do whatever it is that you're going to do, Shaw will collect the key, allowing us access to the Millionaire Suite. Well, we will deal with any unwanted guests. When you say deal with, I have to ask. How? I will launch, how you say, charm offensive. Okay, I'm with you so far, but what did you call the pipe things you're looking for? Pneumatic tubes, used for the conveyance of small packages throughout the vessel. They will carry our surprise down to the cargo room. It really should be quite exciting. Ja, wahrscheinlich pranken wir uns so, dass wir am Ende sagen, dass das was gemacht hat. And after the detonation? That's where I come in. Given that the artifact will be securely locked within the safe, dare I ask how you plan to get through 2 inches of solid steel? I've got just the thing. A mechanism of my own invention. What does it do? It opens things. Now, obviously your father made some enemies during his travels. That's a pretty big understatement. If I may interject, I think you were about to ask if Miss Rhodes expected us to encounter any opposition. It's possible. Likely, even. What of the other valuables? Are we to secure them also? Das ist der Trailer, der vor dem Zombie-Modus jedes Mal läuft. All that stands between humanity and the forces of evil.
So that's what's happened. So that's what happens when you unleash the zombie horde somewhere nice. Okay, it was the Titanic, but it should have been nice. Trust me, that bloody great iceberg is the least of our characters' worries. There is so much more to talk about, and this really is just the beginning. We'll be revealing a lot more later this summer, where we shall share further details on other never-before-seen goodies on our road to release. Thank you. Okay, das war's. Oh nein, eine Sache kommt noch. Wer hätte es gedacht? Friends, we're not done yet. Es kommt noch ein Battle Royale Modus. You've seen a taster of 9 and Voyage of Despair, but that's not all the Zombies news we have for you today. Nein, nicht Zombies News. We've already said that Black Ops 4 is the deepest, most replayable game in our history. So it's my great pleasure to reveal that for the first time ever, we will launch with 3 fully fledged, fully loaded Zombies experiences on day 1. Oh, es gibt 3 Maps am Release, oh mein Gott! Spaß, Alter. We've seen a taste of what's ahead in our new story, but let's just take a trip back through the ether. One of our all-time fan-favorite maps told the story of 4 lost souls trapped in an eternal purgatory, desperate to break the cycle. Here is a small peek of Black Ops 4's 3rd Zombies map. Jetzt kommt ein Remastered Map. Na, Kino der Toten. Achso, das sind auf jeden Fall die alten Charaktere. Was willst du denn noch remastern? Das wurde schon in Black Ops 3 remastert. Check's nicht. Blood of Dead. Blood of the Dead. Ach, das war ja. Achso, das war's dann jetzt aber. Nice. Not like I wasn't having enough nightmares just in my day-to-day. So hat der jetzt noch irgendwas Cooles? I have to work with those people. Listen, I'm gonna make this put it really simply for you. This is a super serious year for us for Black Ops 4 on PC. And we're excited to share that we have a completely dedicated team with our friends over at BOCH, and they're making the most robust, most refined, most customizable PC shooter experience that we've created. And we're also excited to announce that Black Ops 4 will be the first Call of Duty title ever released on Blizzard Entertainment's Battle.net platform. Now we're working very closely both with the dedicated PC team at BOCH as well as Blizzard to make sure that this is an absolutely great experience for our PC players. Let's take a closer look. Black Ops 4 is really a celebration of our community, and something we've wanted to do for a really long time is focus on PC as its own unique platform and give PC gamers what they deserve. This version of the game is custom built for the PC, and I think that's going to show through in every part of it. We've developed a really strong partnership with BOCH, in addition to Blizzard, who have been tremendously helpful in bringing the game to the Battle.net platform, and that's a first for the franchise. Those of us at Blizzard have been friends with Treyarch for many, many years. When it came to working on Overwatch, we consulted with Treyarch on a number of features. It's the first-person shooter Blizzard has ever made, so hearing their advice really helped us build out our game. And it's really exciting that we can welcome them on the Battle.net platform, because Call of Duty is a cultural landmark. Nö, es scheint kein Battle Royale zu geben.
With all the features of BattleNet, I think it's going to be pretty amazing what Black Ops 4 is going to have to offer. Is going to be fully integrated with all these social features on BattleNet. You'll be able to add friends, talk with your friends, see them playing other games, party up, and interact with them in game. We're going to be able to talk to players across Black Ops 4 into Overwatch, which should be pretty amazing. PC players expect a lot of options. They like to customize their gameplay experience exactly how they want it. At BNOX, we have a long history of PC development. And so the PC community is always in the back of our minds. We're really talking about making sure that we've delivered on what they wanted. For the Black Ops games, we've always had dedicated servers, and this game is no exception. They provide the performance and the security that our PC players Also wollte ich gerade mal sagen, Jungs, ihr müsst wissen, Overwatch läuft auf dem größten Toaster. To make sure the largest number of people can play and enjoy Overwatch ist noch besser optimiert als CSGO. We really wanted to tighten up the gunplay mechanics and make the movement system feel as smooth and as responsive as it possibly can. There also has been a whole redesign of the UI flow, and we have made tweaks to how weapons react. Things like recoil, weapon knockback, so that for a keyboard and mouse player, it's easy to get back on target. We will have uncapped frame rate. We're going to support 4K, HDR, ultra-wide monitors. It's going to have great scalability options, so everybody will be able to optimize for visual fidelity. You've seen the team here get rejuvenated and excited by this idea of bringing the game to PC in a much bigger way than we've ever done before. Ja, das ist ein Geist. Kommt noch eine Sache. Black Ops 4 is the game that lets you play with your friends in more ways than ever before. And we all love Black Ops for that combat experience. But imagine if we take that experience you know and love and we spin it on its head. And we drop you into a large, massive world where you have to survive to be the last man standing. Battle Royale. Let's just pause here for a minute. I don't have to describe to you how Battle Royale works. These games are no secret. We play them too. But for us to even consider this kind of experience, it had to be unique and done in a way only Black Ops could do. Now, we are doing this, but we are doing it the Black Ops way. A survival game with the best, most refined mechanics in the world. Our signature controls and gameplay systems and the kind of fast-paced action that only Call of Duty can deliver. All in the biggest map that we've ever made, over 1,500 times bigger than Nuketown. And this is just the beginning. We're bringing to bear 10 years worth of Black Ops universe features. That's your favorite characters, your favorite weapons, and the most iconic parts of your favorite maps. And we're putting them all in one place, a crazy collision of fun, and then we're going to let you navigate that world with land, sea, and air vehicles. This is something that you have not experienced before. Let's keep it rolling. Es kommt ein Video. Do you remember your CIA handler, Hudson? Or maybe you remember that very first, very sweet RCXD kill. Oh my God. The numbers, Mason, what do they mean? Ich muss lauter reden, ich kann nicht noch viel lauter gehen, dann übersteuere ich. That time that when you partnered up with Reznov for revenge. Alter. And which of these multiple endings did you experience with the Menendez? Da, ihr könnt fliegen. Or how about that one das time absolute Pay-Ding. When you worked with your friend Woods in einem to COD take the hind? Oder freispielen können. Alle Waffen, Now, I should probably mention this one too. Your favorite
zombies cast, und Zombie-Charaktere auch. And gear too. Waffen aus This Zombies. is something totally new. This is doing Battle Royale the Black Ops way. This is Blackout! Blackout. Gibt es jetzt noch einen Trailer? Nee, ich dachte schon. There it is, the game that's been designed for you, the Black Ops community. It's the deepest, most replayable game we have ever made across the 3 pillars of Black Ops 4, multiplayer, zombies, and our new mode Blackout. All right. Es wird alle Waffen geben aus allen Spielen. Look, it's all about having fun with your friends, right? More fun than you've ever had before. Black Ops 4 doesn't have a traditional campaign. We're weaving narrative into each of the modes. And we've added unique ways to play solo, in multiplayer, and zombies, regardless of your skill level. So, if you're a veteran, we're get ready to test your skills. And for those of you who just want to ramp up on your own, we got you covered too. This is a game for every kind of player. It's a game that's built to last for years to come. Der Battle Royale Modus wird can't wait to play it with you. So thank you. Thank you. Hast du gehört? Er sagt so, Look, I want to give a shout out to our friends at PlayStation. Thank you guys so much for this incredible hardware setup that you guys are going to experience here today. And thank you, PlayStation, for your partnership with Call of Duty. We're excited for what's ahead of us. On behalf of everybody at Treyarch, and all the developers, as well as Activision and our partners, a massive thank you. Thank you to everyone here. Thank you for coming from far away. It means a lot to us. And of course, to those of you watching from around the world, it's not going to be long. We'll be back, don't worry, before we're sharing more with this amazing community again. Now, let's check out that multiplayer trailer one more time before you're getting your hands on it with it next door. Let's take a look at Black Ops 4 multiplayer. Jetzt kommt der Take care, everyone. Gucken wir uns die nochmal an, Jungs. Das haben wir mal gesehen. Black Ops, weapons free. Let's do it live. Ich bin jetzt gerade ultra gehypt. Alle Waffen. Das heißt, die MP7, ja, das wird wohl leider ein Spiel werden, selbst wenn du es nicht kaufst, wird das für mich ein Spiel werden, wo ich mir jetzt auf jeden Fall kaufe. Und da ich jetzt ja Unmengen an Geld verdiene. Jetzt ist aber einfach die Frage, was man denn später mehr zockt. Ich hab die PS Pro bekommen. Copy that, 113. Locking targets. Sensor going live. Das ist eine Waffe so. Also aus der Frage ist das ist Ramming gewesen. Heels coming. Fuck auf Xbox PS4 ist richtig. Das habe ich aber, also PC ist für alles andere außer CD. Und diesen Baby hier, mit Boots on the Ground ist der richtig gefickt, Alter. Hört ihr das denn? Und das schon im... Pre-order now and get access to the private beta. Das war's. Oh mein Gott. Was ein Mörderteil, Alter. Ich rede nicht von meinem Penis.
Nein, nicht Subscription. Oh mein Gott. Okay, wir analysieren noch mal ganz kurz hier. Ein bisschen. Hier sieht man halt dieses Selbstheilungsding, wa? Ja, das wird auf jeden Fall vorbestellt. Nächsten Monat. Direkt. Also hier dieses Selbstheilungs. Black Ops, weapons free. Okay. Was haben wir denn hier? Da ist die Waffe. Da haben wir ein Geschütz. Das wird wohl irgendeine Drohne sein. Let's do it live. Aber guck mal, man hat so Lebensanzeige. Weißt du? 150% Leben. Merkwürdig, das gibt's halt genauso in Overwatch, dieses Ding. Der schluckt einfach das Ding. Bravo secure. Ballistisches Schild. Das ist auf jeden Fall die Drohne. Dann ist das, keine Ahnung. Dann siehst du ja, wie viel Leben die haben noch. Ja. Stimmt, guck mal, hier seht ihr. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder irgendwie ein Perk wahrscheinlich oder so. Gab's ja schon. Pushing! On me! Das ist ein Dreierburst. Trotzdem ist auch gar nicht so scheiße. Every shot counts. Enemy strike team deployed. Building barricade. Gunship overhead. Bring down the hammer. Copy that, 113. Marking targets. Sensor going live. I know you heard me. Feel like I'm going crazy. Murder, murder. Kills coming. Eat this. That's the fire break. Ja. So Jungs, ich werde den Stream jetzt ausmachen. Ich werde mich gleich daran setzen, direkt ein Video zu machen. Würde ich sagen, haut rein. Korrekt, dass ihr da wart. Seid gehypt. Das wird auf jeden Fall richtig krass die nächste Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.